Moin, hier ist der Lasse von Lasse Design und ich möchte euch heute ein Photoshop-Panel vorstellen, und zwar das FX-Panel vom Dom Quixote. Und ja, ich habe das jetzt schon seit einigen Wochen. Der Dom hat mir das freundlicherweise zugeschickt und gesagt, guck dir das mal an. Und ich muss sagen, dass ich es tatsächlich fast täglich jetzt nutze, denn es ist einfach eine super Ausgangsbasis oder eben einfach auch eine super schnelle Möglichkeit, einen Look zu erstellen. Denn in diesem Panel geht es sehr viel um Color Looks, aber nicht nur. Und das zeige ich euch dann auch später noch. Gleich zeige ich erstmal, wie es im Allgemeinen funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und ja, diese Looks kann man eben mit einem Klick erstellen. Ihr seht hier schon, wie es aussieht. Ich finde, es ist sehr schön gestaltet. Man hat hier auch verschiedene Möglichkeiten, sich diese Looks anzeigen zu lassen. Also das ist sozusagen immer das Vorschaubild. Und wenn man darüber geht, kriegt man hier so einen Play-Button und einen Button für weitere Einstellungen. Zeige ich euch auch noch. Ansonsten kann man hier oben noch umschalten auf die Listenansicht oder eben diese Kachelansicht. Und hier oben kann man sagen, ich möchte alle Presets angezeigt haben oder die verschiedenen Pakete. Denn das Ganze funktioniert so, dass ihr euch das Panel kauft und dann könnt ihr euch verschiedene Pakete dazu kaufen mit Looks oder mit bestimmten anderen Aktionen, die ihr dann installiert. Und so könnt ihr euch nach und nach den Funktionsumfang dieses Panels erweitern. Finde ich ein ganz cooles System. Und ich lasse das jetzt hier mal auf alle Presets stehen und zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier ein Landschaftsbild geöffnet aus dem Yosemite National Park in Kalifornien und ich möchte jetzt vielleicht einfach mal so einen Vintage-Look hier haben. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Bermuda-Look und klicke einfach mal Play und schaue, was passiert. Und da haben wir auch schon den Look. Dauert ein paar Sekunden und wir haben hier jetzt wirklich alle Ebenen. Und das finde ich sehr, sehr cool, denn ich kann jetzt auf dieser Grundlage weiter bearbeiten. Ich kann den Effekt abschwächen. Ich kann hier in den Camera Raw Filter reingehen und schauen, was der Dom denn da gemacht hat. Und hier sehe ich, er hat hier ordentlich an den Farben gedreht. Und das lässt sich jetzt alles hier verändern. Oder aber, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Ahnung hat von der Bildbearbeitung oder einem das hier zu kompliziert ist in dem Camera Raw Filter, dann gibt es auch hier einfach die Möglichkeit, in die Einstellung reinzugehen. Also jeder Filter hat so seine, also beziehungsweise nicht jeder Filter, sondern jedes Preset, jeder Look hier hat nochmal seine eigenen Einstellungen. Dann gehe ich hier einfach rein und habe jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, die Farbe zu verändern. Ich sage jetzt mal, ich möchte es nicht so gelblich haben, sondern möchte es ein bisschen bläulich haben. Klicke jetzt hier unten auf Play und dann seht ihr hier, die dunklen Töne sind jetzt etwas bläulicher geworden. Auch ein sehr cooler Look, wie ich finde. Und wo wir gerade bei dem Play-Button hier unten sind, ich habe den hier jetzt auf Ersetzen gestellt. Man kann ihn aber auch anders einstellen. Also ich kann zum Beispiel auf Erstellen gehen und sage jetzt hier, ich möchte den Bermuda-Look hier in Blau behalten und möchte mir nochmal einen neuen erstellen. So, jetzt habe ich den anderen nochmal da drüber gelegt und kann jetzt so den einen ein- und den anderen ausblenden oder eben beide einblenden, beide irgendwie mit weniger Deckkraft, sodass die sich nochmal so ein bisschen mischen. Auch eine schöne Sache. Oder man kann natürlich auch jedes Mal einfach auf Ersetzen den Button lassen. Also ich erstelle jetzt einfach nochmal hier einen Look, der so ein bisschen cyanfarben ist. Gehe nochmal hier auf Ersetzen. Und jetzt erstelle ich mir nochmal einen anderen. Und dann wird er eben ersetzt. Und so gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, diesen Button einzustellen. Also alles sehr, sehr einfach und intuitiv gestaltet. Sehr, sehr schön. Ich probiere einfach nochmal einen anderen Look aus. Vielleicht mal diesen Dynamic Wave Effekt hier. Wird jetzt hier wieder einfach ersetzt. Auch ein ganz interessanter Look. Und ich gehe nochmal rein und schaue nochmal, was man hier so einstellen kann. Also hier gibt es auch noch immer sehr viele Einstellmöglichkeiten. Ich kann hier sagen, ich möchte eine Körnung haben, ich möchte vielleicht eine Vignette haben. Klick jetzt nochmal ersetzen und dann wird der Look nochmal ein bisschen anders aussehen. Er ist jetzt so ein bisschen herausschätzt, so ein ganz bisschen. Muss man sehr nah rangehen, um das zu sehen. Und wir haben hier eine Vignette bekommen, also so einen abgedunkten Bereich außen. Auch sehr cool. Und wie ihr seht, auch wenn hier jetzt in den Vorschaubildern eigentlich nur Porträts drin sind, es funktioniert auch genauso gut für Landschaftsbilder. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler Look und ich denke mir, ich werde mir dieses Bild auch dann gleich abspeichern. Das erstmal so zu den allgemeinen Einstellungen, was man damit machen kann. Ich wollte euch aber auch noch etwas zeigen. Ich gehe nochmal auf dieses Bild hier, wende jetzt einfach mal irgendeinen Look an, damit das ein bisschen cooler aussieht. Das ist so aus der Kamera gekommen, ist auch wieder aus dem Yosemite Park. Ich klicke einfach auf Kiwi und denke, ja, vielleicht gehen wir hier bei der Temperatur mal eher auf was Wärmeres. Gehe nochmal auf Ersetzen. Das sieht doch ganz nett aus. Und jetzt möchte ich vielleicht noch einen Effekt hinzufügen. Und da möchte ich euch einfach mal diese Geometric Reflection zeigen. Das ist auch ein Paket und das hat mich direkt an die Adobe Max 2016 erinnert.
Falls ihr das Logo von damals nicht kennt, ich zeige es euch hier nochmal. Damals haben die auch diese Geometric Reflections verwendet und im Prinzip macht dieser Filter genau das Gleiche für euch. Also ich nehme jetzt zum Beispiel diese mehreckige Reflexion. Ich muss jetzt hier natürlich reingehen, denn ansonsten wird das Ganze ersetzt. Ich gehe einfach auf Erstellen, damit ihr jetzt auch dieses Bild hier nimmt. Und ich klicke einfach mal Play und schaue, was passiert. Und hier haben wir jetzt diese Geometric Reflection drin. Ich hatte jetzt hier vorhin schon ein paar Einstellungen gemacht. Also hier hat man eben noch zig Einstellungen. Deswegen haben wir jetzt hier diese Spiegelung drin. Die können wir aber auch zurücknehmen. Ich hatte hier bei Verblassen, nämlich Verblassen hinzufügen, eingestellt. Jetzt gehe ich nochmal auf Ersetzen. Und damit wird jetzt diese Verblassen-Funktion, also dass wir diesen Verlauf hier drin haben, nochmal rausgenommen. Und wir haben diese schicke Reflexion. Ja, es gibt noch zig verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich kann hier auch die Form verändern dieser Reflexionsform oder ich kann einfach direkt eine runde Reflexion vielleicht mal nehmen. Sieht auch ganz nett aus und ich denke, für so Grafikdesigner kann das wirklich ein ganz cooler Effekt sein. Ich finde den Effekt auf jeden Fall super, auch wenn ich den für meine Bilder nicht so oft einsetzen kann, aber ich bin ja ausgebildeter Mediengestalter und von daher habe ich da doch irgendwie einen gewissen Sinn für und finde das cool. Und ich fand das damals auch schon bei der Adobe Max ziemlich cool, diesen Effekt. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ich gehe nochmal auf dieses Bild hier, ein Porträtbild, was jetzt hier schon einen Look hat. Deswegen lasse ich den Look einfach mal so und ich nehme mal diesen Geometric Slicer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Bild zu schneiden in verschiedene Bereiche. Also zum Beispiel diesen Streifenslicer. Da gibt es natürlich hier verschiedene Einstellmöglichkeiten auch wieder. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen auf vertikal. Ich drücke einfach mal Play und erstmal passiert hier gar nichts. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich, dass das Bild jetzt in diese verschiedenen Bereiche geschnitten wurde. Und ich kann jetzt zum Beispiel mir so einen Spiegeleffekt erstellen. Ich drücke einfach mal STRG T beim Streifen Nummer 1 und schiebe diesen Streifen einfach mal ein bisschen nach links. Und dann nehme ich den nächsten und schiebe den auch ein bisschen nach links. Den nächsten und den nächsten. Und so kann man sich dann sehr schnell nochmal irgendwie einen ganz spannenden Effekt fürs Bild erstellen. Und das hat jetzt wirklich nur ein paar Sekunden gedauert. Und ja, es gibt hier, wie gesagt, noch andere Möglichkeiten, das zu schneiden. Hier so kleine Rechtecke oder Kreise oder so ein Stern. Und ja, soweit erstmal zu dem Panel, was man damit machen kann. Ich verwende es, wie gesagt, tatsächlich die ganze Zeit schon jetzt die letzten Wochen für meine Bilder. Ich mache das meistens so, dass ich mir einfach ja, einen Look nehme, und dann bearbeite ich den weiter. Und habe jetzt hier zum Beispiel bei Avocado, habe ich jetzt hier alle Einstellungsebenen drin und kann jetzt hiermit auch weiter bearbeiten, habe einfach eine Grundlage und komme dadurch auch so ein bisschen aus meinem normalen Workflow raus, der natürlich immer sehr ähnlich ist. Ich habe ja sonst natürlich auch meine eigenen Techniken, Farblooks zu erstellen. Aber hier lernt man nochmal neue Methoden kennen, kann hier jeden Look ganz genau untersuchen und sehr schön weiter bearbeiten. Also von mir gibt es eine absolute Empfehlung für dieses Panel. Wer sich für Farblooks oder eben für schnelle Aktionen interessiert, der ist da auf jeden Fall richtig. Und das Panel wird immer weiter ausgebaut mit immer neuen Paketen. Und wie gesagt, es sind nicht nur Looks und da werden, wie ich weiß, auch noch ein paar andere Sachen kommen, die auch sehr, sehr cool sind.